Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und heute in dem Video versäubern wir den Postbalken, den wir das letzte Mal eingekleimt haben. Mehr davon, wie immer, was für Überraschung, nach dem Intro. Bevor wir anfangen, den Postbalken zu versäubern, weil jetzt ist er noch ziemlich globig und groß und massiv, brauchen wir noch einen kurzen Gedanken, dass wir wissen, was wir tun. Wir haben von da zu dem Punkt, wo der Steg steht, die 195 mm. Ja? Und gleichzeitig ist aber das auch der Punkt, wo der Postbalken am höchsten ist. Ja? Und dann haben wir zwei unterschiedlich lange Arme. Der heruntere ist kürzer, der herobere ist länger. Und wir müssen die jetzt auch ungleichmäßig stark ausarbeiten, damit sie gleich federn. Das heißt, würden wir sie gleichmäßig ausarbeiten, ja, dann würde logischerweise bei der gleichen Materialstärke der kürzere hochfrequenter schwingen als der längere. Das wollen wir nicht. Wir wollen also das möglichst gleich haben. Ich vergleiche es jetzt mit einem Fidschi-Pfeil, mit einem Pfeil und Bogen. Da werden diese Arme vom Bogen getillert. Das heißt, die werden je nach Holz und je nachdem, wie sie sich biegen lässt, werden die ausgearbeitet. Ja? Und das ist in Wirklichkeit da nichts anderes. Das heißt, es ist meiner Meinung nach falsch, wenn beide Arme gleichmäßig ausgearbeitet sind, wenn einer länger und einer kürzer ist, weil sie ungleichmäßig schwingen. Da spielt die Musik. Nichts meine Nosen fühlt man die ganze Zeit. So. Ja. So, wir gehen her und stechen einmal da vorsichtig runter. Wir passen aber auf, dass sich da nichts verlaufen anfängt. Weil wir haben das schon mal kurz besprochen. Beim Holz ist es einfach schwierig, was dazu schnitzen. Ne? Also ich steche einmal zuerst sozusagen eine grobe Form runter und dann fange ich mal an. Und dann gehe ich her und tue in Wirklichkeit jetzt einmal nichts anderes. Außer um das sozusagen so verarbeiten und verrunden, dass ich also halbe Ellipsen stehen lasse. Ja? Oder annähernd eine halbe Ellipsen. Weil das meiner Ansicht nach genau das ist, was statisch am meisten aushält und aber auch den Postbalken am leichtesten macht. Weil alles, was da beim Postbalken an Gewicht zu viel ist, das ich für die Statik nicht brauche, das behindert mir logischerweise das Schwingen. Und das ist auf der anderen Seite natürlich genau das, was er soll. Ja? Das heißt, ein funktionierender Postbalken hat genauso viel Material, dass er statisch hält, aber auch am optimalsten schwingt. Logisch? Logisch. Das ist ein Widergrund. Warum zum Beispiel so Reparaturen von einem Postbalkenriss, ja, wo ich unterhalb dann so Querbackerl rein tue und den Postbalken ausschneide, natürlich ein Blödsinn sind, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich viel mehr Gewicht zum Bewegen habe. Ja? Und das, also davon halte ich zumindest jetzt einmal nichts. Ne?
ich halte jetzt auch nicht viel davon, wenn dann so der Postbogen im Prinzip mit Schleifpapier verschliffen wird. Also ein Schleifpapier am Instrumentenkorpus finde ich keine gute Idee, ganz ehrlich gesagt. Ja? Und auch den Postbogen, ich verschleife den nachher nicht, ja, mit Schleifpapier, sondern ich lasse im Prinzip entweder die Hobelflächen, ja, oder ich gehe her und putze noch mit der Zieglinge, obwohl das eigentlich eine ziemlich sinnlose Arbeit ist. Ja. Also, und ihr seht es jetzt auch da. Also, da zum Beispiel, das ist genau der Punkt, wo der Steg steht. Ja? Also ich würde sagen, der höchste Punkt ist klar. Ja? Das ist ein bisschen dicker noch lassen und da tue ich ein ganz bisschen noch weg, aber nicht mehr viel. Ja? Das ist genau das, von dem ich zuerst geredet habe, dass der kürzere Arm logischerweise ein ganz bisschen schwächer sein muss. Ich mache die nicht dünner am Ende, weil es dann relativ wirkungslos werden. Ja? Und die Höhe finde ich jetzt auch ganz brauchbar für das Instrument. Ja? So, das heißt, ich gehe jetzt her und stiche dann am Ende noch den Postbalken sozusagen so eine schräge Flächen an, weil da verliert er keine Kraft mehr. Ja? Und da ist auch gefragt, wenn man nicht in die Decken einschnitzt die ganze Zeit. Wurscht, ob die eigene ist oder ob es von einem anderen ist. Ja? In Wirklichkeit war es das jetzt auch. Das heißt, der Postbalken, das ist einer, der funktioniert schon. Ja? Und nachher, bevor es zuleim oder wenn noch Belege oder was gemacht werden, kommt genau da auf diese 45 Grad Stirnflächen und da herüben ein ganz bisschen Warmleim auf. Das saugt sich dann ein und verhindert es, dass der Postbalken zum Beispiel so eine Risse kriegt. Ja? Das ist was ich automatisch eigentlich immer mache. Ja? Das war es in Wirklichkeit für das heutige Video. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und dass es interessant war. Also so mache ich einen Postbalken fertig. Wie gesagt, das Wichtigste in Kürze. Höchster Punkt dort, wo der Steg steht. Kürzerer Arm muss dünner sein, längerer Arm muss dicker sein, damit sie gleichfrequent schwingen. In Wirklichkeit nicht schmal machen, nicht schwach machen am Postbalken. Ja? Weil das ist, er hat eine gewisse Funktion und wenn du heute eine Kraft und einen Widerstand brauchst auf der Bossseite, dann hilft der gescheiter Postbalken richtig viel. Ja? Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und gefreut mich genauso, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ja, und ich werde bei Gelegenheit das eine kleine Prüfung aussetzen, um zu schauen, ob da wirklich alle brav aufpassen und mitschreiben. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Komm wieder zu mit der Kamera, damit die Leute was sehen. Jetzt war das du wieder dran. Tobias. Kaspar. Tobi. Na, wer jetzt? Ich höre gar nichts, dass du was sagst. Du redest so viel, das reicht. Immer die Schmuddelgeschichten da. Genau. Genau, und du hast jetzt keine Brühen aufgehabt. Also, das auch noch. Und das Ganze machen wir im Prinzip sehr einfach. Ja? Das heißt, wir gehen her und Kann dazu, soll ich vielleicht zugekommen, dann sagt man es besser, oder? ja, genau. Dünner sein muss als der längere Arm, um gleich zu federn. Ja? Kühlschränke und du hast das Intro nicht. Dann fangen wir nochmal an. Also das Outro muss ich aber nachher machen, wenn der geschnitzt ist.